Hallo liebe Zuschauer, ist das nicht ein wunderbarer Sonnenaufgang? Den sehe ich jeden Morgen von meiner Terrasse aus. Ja, das Wetter ist hier sehr gut, muss ich sagen. Ganz stabil gewesen die ganze Zeit. Ich glaube, einmal hat es mal geregnet, aber ganz kurz. Das Wetter in Samui ist jetzt im Moment stabil geblieben. Es hat aber dieser Tage mal da geregnet. Hier habe ich mal ein paar Videos bekommen hier von meinem Freund Oliver. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal von der sonnigen Trauminsel Koh Samui aus Thailand. Wir haben 26,7 Grad bei 62% Luftfeuchtigkeit. Und schauen wir doch mal, was das Wetter sagt. Oh yeah! Ich glaube, wir haben heute ein bisschen Regen. Naja, muss auch mal sein, tut den Pflanzen ja auch gut. Wir wünschen euch einen super schönen Tag. Ja, von der Regentrauminsel Koh Samui. Aus meinem Haus gefilmt auf Koh Samui. Also ich sage ja, bis Ende Januar kann es also noch vorkommen, dass es da regnet, und da hat es ganz gut geschüttet und auch gewindet. Ja, bei mir ist es ja so, wir haben heute Donnerstag. Bei mir ist der Ablauf ja so, dass ich davon ausgehe, dass nächste Woche, dass ich meine E-Mail bekomme, dass ich meinen Pass abholen kann, und anschließend fahre ich dann nach Koh Chang, 3 Übernachtungen. Dann komme ich nochmal hier, dann packe ich hier an dem Tag alle meine Sachen ein. Und dann geht es wieder ab von hier aus Richtung Hua Hin, wo ich eine Nacht verbringe mit dem Jem. Vielleicht hört er das Häscheln. Ich war gerade mit ihm draußen gewesen, habe noch gespielt. Und dann geht es so 9 Stunden Fahrt bis nach Koh Samui zu Hause. Dabei sind natürlich 1,5 Stunden Fährzeit mit inbegriffen, wo die Fähre ja nur 20 Stundenkilometer fährt. Ja, ihr habt gelesen, Varan holt Welpe. Ja, das war echt ein Schock, was ich da gestern miterlebt habe. Aber hier die Übertragung von dem Vorort. Meine lieben Zuschauer, ich habe ja in den letzten Filmeinträgen des Öfteren die Hunde hier gezeigt, die da hinten auf der Müllkippe leben. Und gestern hatte ich nicht so ein schönes Erlebnis. Ein Varan hat einen Welpe geholt. Ja, und das Ganze hat sich da hinten abgespielt, wo gerade der Jem ist. Am Morgen habe ich gesehen, dass da ein Hund lag, und der Jem ist da hingegangen. Ja, wo jetzt der Jem gerade ist, da lag der. Habe das erstmal im zweiten Blick gesehen, dass er tot ist. Wir sehen hier also auch noch das Fell. Und nachmittags bin ich nochmal nach hier gekommen und da war er weg. Und dann schaue ich so ins Dickicht und sehe, wie ein Varan den Welpen im Maul hat und marschiert da hinten weg. Der hatte also bestimmt eine Größe, ich schätzungsweise von 2 Metern. Die werden ja bis zu 3 Meter groß. Ja, und die halten sich hier in dem Dickicht auf und holen sich ab und zu mal so einen Welpen. In dem Fall war es jetzt hier ein Toter. Keine Ahnung, wieso der jetzt hier gestorben ist. Der Varan ist ja ein Aasfresser, und das ist ja nicht verkehrt, dass er jetzt so ein totes Tier jetzt hier nimmt als Beutetier. Aber ich war schon erschrocken, das war ein Riesenvieh, war das. Also dicke 2 Meter war der, und der hatte den also im Maul gehabt. Also hier, ich glaube auch, dass der andere Welpen schon geholt hat. Ich hatte nämlich am Anfang der Serie gezeigt, wir haben hier 2 Arten oder 2 Altersgruppen. Da hinten sind die kleinen Welpen, die sind etwa 4, 5 Monate alt. Und das war einer, der so 4 Monate, 5 Monate alt war. Aber wir haben auch noch welche, die sind so 3 Monate alt, also richtig Jungtiere. Ihr habt den ja schon ein paar Mal im Film gesehen. Und da waren anfangs 5. Und jetzt ist nur noch einer übrig. Ich glaube also, dass die Population hier natürlich geregelt wird. Es ist natürlich bedauerlich, vor allen Dingen, weil es sich ja um Hunde handelt. Wenn es jetzt Nutztiere wären, da würde man wahrscheinlich nichts sagen, Kaninchen oder sowas.
Aber das ist das Futter von den Waranen, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Also die Population hier, die wird kurz gehalten durch die Warane, die hier irgendwo in dem Dickicht drin sind. Und glaubt mir, also wenn ihr so ein Vieh seht, das ist wie ein Drache und dann bis zu 3 Meter werden die groß. Alle Achtung, ich zeige euch jetzt mal, in der Größe, der da gerade wegläuft, war der und der hatte den im Maul. Und abends hört man hier immer auch Hundegebelle. Wahrscheinlich, weil wenn der Varan da drin ist und holt sich sein Futter, dann schlagen die natürlich hier alle an und dann ist hier schon was los im Zirkus. Was ihr nicht glaubt, aber hier sind auch Wildschweine, die laufen hier frei rum. Da hat jemand denen eine Hütte gebaut da hinten. Ja, da ach, gehen wir mal über den Müll hinweg. Das ist natürlich hier Terror. Ach, da ist ja noch ein kleiner, ein ganz kleiner. Seht ihr, ein ganz kleiner, der hat ja noch die Nabelschnur dran. Und da ist wohl das Muttertier. Ups. Ja, kann man sich natürlich vorstellen, dass das Futter ist für so ein großes Tier. Da ist die Mutter. Die ist natürlich jetzt entsetzt. Aber ihr seht hier, bringt auch einer schon Wasser hin. Da seht ihr, da ist ein Wildschwein und das läuft dann auch hier schon mal frei rum. Boah, das stinkt aber hier. Hier sehe ich auch gerade eine Tüte mit Futter. Gucken wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Komm, Jem. Also so wie es aussieht, ist aber jemand noch da außer mir, der nach den Hunden schaut. Ich habe nämlich schon mal gesehen, dass da Futter noch liegt, was ich nicht dahin gelegt habe. Und auch Wasser. Oh mein Gott. Ich habe ja also jetzt auch das Bedürfnis, wieder hier rauszugehen. Dass ich mich hier also zusammenfassen kann man sagen, die Population der Wildhunde wird eingedämmt durch wilde Warane, die die Jungtiere wohl als Futter ansehen. Aber ich glaube auch so ein großer, wenn er 2-3 Meter ist, der geht auch an so einen Hund daran. Ich glaube, da hat er absolut kein Problem mit. Ah, die haben noch alle Futter. Den habe ich gestern noch Futter gegeben. Ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Ich habe wieder was dazugelernt, dass die Population hier von den Hunden im Wildbereich, sage ich mal, hier ringsrum, ist ja alles grün. Riesig groß ist dieses Gebiet, durch Warane ja, reguliert wird. Muss man erstmal festhalten. Ich möchte nicht nochmal eine Begegnung mit so einem Vieh haben. Und ich habe gehört, die sind verdammt schnell. Ich habe mal einen gesehen bei mir zu Hause auf Samui. Der war aber mit Schwanz, also 1,20 Meter so ungefähr. Wie schnell der auf dem Baum war, ich wäre gar nicht so schnell weggelaufen, wenn er mich angegriffen hätte. Und ich glaube, so ein Riesenvieh wie der da gestern, der macht sich nichts aus mir. Okay, nächstes Thema. Gestern hatte ich ja die Abstimmung gemacht, ob ich dieses Coaching mit der Quan euch offenlege. Das Resultat ist sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen. Ich hatte ja 2, einmal mit dem Bild. Ich wusste nämlich auch gar nicht, wie das so richtig funktioniert mit der Abstimmung. Da waren, glaube ich, 79% dafür. Und in der Ja oder Nein war es so fast gleich und unentschieden. Da waren viele,
dass ich also den Eindruck habe, komm mal her, dass das die Leute nicht interessiert, wenn ich mit ihr das Coaching mache. Ich werde das soweit mitnehmen, sage ich mal. Ich wurde diesbezüglich auch darauf angesprochen, du machst sowieso, was du willst. Natürlich, ist ja auch mein Kanal, aber solche Abstimmungen nehme ich als Gedankenanregungen und nehme einiges daraus. Ich werde also das mit dem Coaching, mit der Quan selber nicht euch mitteilen, sondern ich habe mir was anderes vorgestellt. Viele meiner Zuschauer, die im Rentenalter sind, die wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen, wenn sie jetzt nach hier kommen. Aber ihr könnt euch ja vielleicht noch daran erinnern, vor vielen Jahren war es sehr aktuell, Fotografie, Dia-Show abends und bla 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 und Videos. Ich zeige euch mal so ein paar Grundregeln, wenn man einen YouTube-Kanal öffnet. Es geht jetzt gar nicht darum, Geld zu verdienen, vergesst das mal. Also mit YouTube Geld zu verdienen, da muss man schon so groß werden, wie ich meinen Kanal habe, ab 30.000. Da kommt schon mal Geld rein, dass man also hier zum Beispiel auch so eine Reise finanziert und da natürlich auch arbeitet. Ich sehe ja dadurch auch eine Aufgabe, eine angenehme Aufgabe. Aber für diejenigen, die zum Beispiel auswandern wollen, dass sie das Ganze selber dokumentieren und dann mal so ein paar Grundregeln. Man kann das sehr gut mit dem Handy machen, man braucht heutzutage keine großartige Kamera. Das will ich mal rüberbringen. Das ist also das Resümee aus der Abstimmung. Also ich werde mit der Coaching offiziell dann nicht machen. Oder es kommt jetzt noch ein Schub rein, dass die Leute das sehen wollen. Und ich coache euch, vielleicht ein neues Hobby zu regenerieren, im YouTube eure Videos reinzubringen. Ihr könnt die auch reinbringen und auf privat stellen, dass ihr die nur seht. Dann ist das so ein Archiv, wie man früher die VHS-Kassetten gehabt hat, und ihr könnt die dann nur sehen. Ja, das sind also so die Gedankengänge, die daraus entstanden sind. Und mit der Quan werde ich weiterhin zusammenarbeiten. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist auch nicht meine Freundin, wie einige jetzt schon wieder angenommen haben. Wenn ich eine Frau an meiner Seite habe, denken die immer, das wäre meine Freundin. Nee, das klappt leider nicht, weil sie auch hier arbeitet und ein sehr gutes Gehalt hat. Sie ist also im Managementbereich. Ich habe mich also gewundert, wie viel die verdienen. Also hier mal ganz nebenbei bemerkt, wir sind ja hier in Rayong, im Industriebereich, und das sind dann Gehälter, natürlich diejenigen, die in der Fabrik arbeiten, bei 20.000 Baht. Aber so Management-Ebene, die sind dann 50.000, 60.000 Baht. Und wenn man also schon Ingenieur ist, dann hat man schon 100 und mehr 1000 Baht. Da lässt es sich ganz gut mit leben hier in Thailand. Dafür reisen die auch gerne hier aus dem Norden in den Süden, wo dann für die billig ist. So, das soll es jetzt gewesen sein. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.